liebe Freunde von Gitarren im Netz. Herzlich willkommen zum ersten richtigen Content-Film nach dem Restart. Ich freue mich außerordentlich, dass ihr wieder dabei seid und dass es weitergeht. Es hat so viel Spaß bis zum Break mit euch gemacht und jetzt geht es weiter. Und beginnen möchte ich mit meinem besten Stück. Nein, ich bin nicht in die Biologie abwandern. Es geht hier um den 1964er Fender Tremolux. Wahrscheinlich das teuerste Teil Equipment, was wir im Hause haben. Ja, ein 1964er Tremolux. Der Tremolux ist in den 50er Jahren von Fender als Tweed-Verstärker, als Tweed-Combo aufgelegt worden, mit 15, dann mit 18 Watt Leistung und Anfang der 60er Jahre zu diesem schönen Huckepack oder Piggyback-Design, wo das Topteil getrennt ist von der Box. Die Box ist selber eine 2x10er Box, es gab wohl auch eine 2x12er Konfiguration, hier haben wir aber glaube ich eine 2x10er, aber das werden wir noch sehen im zweiten Teil, wenn wir den mal ganz auseinandernehmen. Ja, dieser schöne Combo hier, wie gesagt, ist von 1964, ist noch gekleidet in das helle Tolex. Eigentlich ist er ein Blackface Amp, also schon mit schwarzem Tolex, aber man hat wohl damals bei Fender auch die ersten Black Panels noch mit vorhandenem hellen Tolex ausgeliefert. Ja, wahrscheinlich hatte man noch was davon oder man konnte es damals noch bestellen. Das lässt sich heute nicht mehr so genau sagen. Mit diesem Amp möchte ich mich auf eine Reise mit euch machen. Er soll nämlich wieder komplett restauriert werden und wieder so sein, wie er 1964 mal aus der Fabrik kam. Und dann nämlich stellen diese Verstärker einen immensen Wert dar. Auf die Reise der Restaurierung, da möchte ich euch jetzt mitnehmen und in dem ersten Teil hier möchte ich euch den Amp einfach mal vorstellen, was Fakten sind und welche Features er hat. Aber gucken wir uns doch zuerst einmal an. Ja, das ist ein ganz feiner Amp und er ist wahrscheinlich aus dem Jahr 1964, aus dem April 1964. Das lässt sich an dem Stempel im Inneren ablesen, aber es ist eine Recherche von mir selber. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt und ob das zu 100% verlässlich ist, aber es passt ganz gut, die Nummerierung der Schaltung und das Jahr, das stimmt ganz gut überein. Ja, die Historie dieses Amps. Wie gesagt, er ist dann im nächsten Jahr, wird er 60 Jahre alt. Ich habe ihn seit ca. 1993, 94, also 30 Jahre.
Davor war er bei einem Musikerkollegen von mir für 2 Jahre. Nach meiner Nachfrage hat er ihn wohl erstanden vom Gitarrenchef des Koblenzer Musikgeschäfts ProSound. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, dieser große Laden in Koblenz, den es leider auch nicht mehr gibt. Angeblich war dies von dem Herrn sein eigener Amp, mit dem er gespielt hat. Ob er ihn in den 60ern erworben hat oder vielleicht in den 70ern auch von irgendjemand erstanden hat, das kann man nicht sagen. Das lässt sich heute einfach nicht mehr nachvollziehen. Ja, ich habe ihn also um das Jahr 93, 94 bekommen und ich bin auch mit ihm aufgetreten. Damals zum Ende meiner Bluesrock-Band The Mafia Stole My Guitar. Ich blende euch da mal 2 Beweisfotos ein. Ich habe ihn also live auf der Bühne genutzt als Zweitamp oder auch alleine. Als Zweitamp dann meistens zusammen mit meinem geliebten Kitty Hawk. Ja, was sehen wir an dem Verstärker? Wir haben 2 Kanäle, jeweils mit einem Low- und einem High-Eingang. Wir haben immer Volumen, Treble und Bass, Volumen, Treble, Bass und hier 2 Einstellungen für die Intensität und die Geschwindigkeit des Tremolo-Effekts. Das Ganze lässt sich auch untereinander matchen, das heißt, ich kann die miteinander verbinden. Auf der Rückseite haben wir einmal einen Eingang für das schaltbare Vibrato-Pedal, also den Schalter, dann den Speaker, noch für einen externen Speaker, On-Off Standby, eine Sicherung, ein Ground und hier das ist die Exportversion für verschiedene Spannungsnetze, Amerika, Australien, Deutschland. Wir haben hier eine GZ34 Rectifier, also Gleichrichterröhre, 2 6L6 und hier 4 12 AX7 bzw. 12 AT7. Was nicht original ist, ist der Einschleifweg. Der war schon drin, als ich ihn bekommen habe. Naja, und mit diesem Schalter hier gibt es auch noch eine kleine Geschichte. Ja, wie gesagt, ich habe den Amp genutzt und auch gespielt und ich glaube, ich habe ihn auch 2002 nochmal in einer Musikproduktion eingesetzt beim Hotel Retro, weil er so schön clean klingt. Ja, der Amp hat wirklich einen wunderbaren cleanen Klang. Er kann allerdings auch verzerren, macht dann aber richtig Radau, weil die 30 Watt, die hier rauskommen, sind mächtig, mächtig laut. Ja, ich habe 93, 94 auch schon 2000 Mark dafür bezahlt und was eine Menge Geld war. Ja, aber heute, wenn ich ihn heute wieder instand setze, dann kann ich gut das Doppelte an Euros für dieses Stück verlangen. Es ist also sozusagen ein Erbstück. Der Verstärker ist für sein Alter eigentlich noch in einem ziemlich guten Zustand. Auch das Tolex und der Grill haben nur marginale kleinere Schäden. Das unten, das muss ich mal noch wieder beikleben, das ist mir passiert. Aber auch ansonsten seht ihr, relativ sauber. Auch hier der Grill, das ist alles ganz toll. Ja, wie gesagt, mit 60 Jahren noch in dem Zustand würde ich mich manchmal freuen, wenn ich auch noch in dem Zustand wäre, in so einem guten. Also der ist wirklich noch von außen super. Im Inneren muss aber einiges gemacht werden. Ihr seht ja auch, ist noch das original alte Netzkabel dran.
Ich schaue, dass so viel wie möglich original bleiben kann, aber aus Sicherheitsgründen müssen vielleicht auch ein paar Sachen ersetzt werden. Wechseln wir mal die Position, um euch noch mal ein bisschen Historie von dem Fender nahezubringen. Also der Fender Tremolux war ein Gitarrenverstärker von Fender. Er wurde im Sommer 55 mit einer Leistung von 15 Watt, 2.6 V6 Ausgangsröhren und einer Gleichrichterröhre ausgelegt. 1957 wurde die Nennleistung auf 18 Watt erhöht und ein Design mit fester Vorspannung und Gleichrichterröhre umgestellt. Im Jahr 1961 wurde der Tremolux von einem 1x12 Tweed-Combo zu einem Huckepack-Verstärker, also dieses schöne Piggyback-Design, das wir hier haben, umgestellt. Und dann kam dieser Ochsblut-Grill und die cremefarbene Tolex. Die Nennleistung wurde dann auf 20 Watt erhöht und dann auch bald auf 30 Watt. Und dann hat er eben zwei 6x6 Röhren und die EZ34 Gleichrichterröhre. Wie gesagt, 2x10er Speaker. Es gab auch 2x12, aber wie gesagt, meistens war 2x10. 1963 wurde das Grilltuch goldfarben und das cremefarbene Tolex dann durch schwarzen Tolex ersetzt. Aber wie gesagt, man hat das entweder noch aufgebraucht oder auch auf Bestellung noch bekommen. Hier mal kurz der Werbetext, den Fender damals in seinem Prospekt verwendet hat. The dual-channel Tremolux amplifier combines the tonal qualities of the piggyback design with compactness. The Tremolux produces superb distortion-free amplification for guitar, accordion and microphone through the use of its 210 enclosed speakers. These custom heavy-duty speakers are mounted in the Fender special designed baffles. Incorporated in the Tremolux are bright and normal channels with a Tremolux circuit functioning for each. The Tremolux is equipped with tilt-back legs. Er hat die schönen kleinen Beinchen und dann kann man den ganzen Amp kippen und er strahlt schön zum Gitarristen hin. And is constructed for hardest professional use. Und ich denke, ja, das ist er. Wer so lange aushält, der ist schon hart gesotten. It is made of 3/4-inch wood, lock joint corners and covered in light-colored vinyl Tolex. Comparison will prove the Tremolux to be one of the finest amplifiers in the lower price range. Ja, also, ja, ganz schön Werbung, aber ich glaube, die waren noch ganz schön stolz auf den Verstärker und ich bin es auch. Ja, und im nächsten Teil machen wir dann einen kleinen Exkurs ins Innere und ich erzähle euch noch mal ein bisschen was über einen Schaden, den der Verstärker bei mir erlitten hat. Und wir schauen, wie er klingt und ob wir Kontakt bekommen zu einem guten Restaurator, der ihn in die Hände nimmt und für uns vielleicht dann wieder instand setzt oder in die Form zurückbringt, wie er mal war in der Fabrik. Ja, das war es auch schon. Ich hoffe, es hat euch ein klein wenig gefallen. Wie immer, da hat sich nichts geändert. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt musikalisch. Bis bald, euer Toko.